Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute in Rettenschöss, unterhalb der Feistenau. Und wir gehen heute miteinander auf die Burgalm und auf die Wandberghütten. Die haben zwar, soweit ich weiß, beide noch zu. Und ihr müsst es vielleicht ein bisschen an Schnee, sage ich mal, wegdenken, weil der neue Wintereinbruch, wie man sieht, der passt mir ins Frühjahrskonzept eigentlich gar nicht rein. Trotzdem, ich muss heute ein bisschen raus, zeige euch eine Hüttenwanderung und wenn der Schnee weg ist, ist es nämlich von da aus auch ganz schön zum Laufgehen. Auf geht's! Wie ich schon erwähnt habe, ist das der Ortsteil Feistenau und wir gehen auf der Teerstraße auf. Da ist es auch schon angeschrieben, Richtung Wandberg und Wandberghütten. Wir kommen um zum letzten Bauernhof an der Stelle und vorher geht es für uns schon links rauf. Es ist wieder angeschrieben. Man kann zwar gerade weitergehen, und dann auf der Straße links rauf, das kommt wieder zusammen. Aber ihr wisst ja, jeder Steig ist mir lieber, wie die Straße und so viel Schnee liegt auch wieder nicht. Wir sehen noch mal einen Parkplatz runter. Und da rechts über die Teerstraße rauf und da unten eben vor dem letzten Hof, den man da, oder der vorletzten Hof, den man jetzt da sieht, sind wir links rauf gegangen. Es ist ein ganz gemütlicher, in Serpentinen raufführender Steig und weiter oben kommen wir wieder auf die Straße, wo es zum Wandberg und Wandberghütten, Burgalm weitergeht. Und schon sehen wir hinüber, da wo es auf Sachrang und auf Aschau weitergeht, in die Wolken ist irgendwo der Spitzstor versteckt. Und wir gehen an der Stelle rechts rauf. Der Weg ist heute ein bisschen versteckt, ist klar, der ist eingeschneit, aber so schwierig ist er auch wieder nicht zum Finden. Ja, jetzt schaut es so aus, als ob es ein bisschen flacher wird darauf. Da ist es auf jeden Fall angeschrieben. Für uns geht es so halb rechts weiter und eben Richtung Wandberghütten, Wandberg und Burgalm. Es sind tatsächlich wieder 20 cm Schnee geworden, die es da nur mehr reingeschnitten hat. Wir kommen an der Hütten, kann man nicht sagen, an dem Hof vorbei und gehen so halb links dahinter weiter. Das sieht man gut, das ist dann ein Fahrweg, der ist aber nicht gerammt. Man kann sagen, der Weg geht eigentlich parallel zur Straße, er ist ein bisschen flacher. Dafür geht man ja im unteren Teil ein bisschen steiler los. Und unten auf der Straße zur Burgalm rauf. Naja, da fährt schon wieder mal ein Auto. Im Sommer. Da darf man ja sogar umparken. Darum ist das echt eine gute Möglichkeit, wie man das Ganze umgehen kann. Wir treffen zwar jetzt dann wieder auf die Straße, aber im Sommer
Da wird man ja dann eher da rüber queren, wo man oben hinsieht und auf den Wandberg raufgehen. Mich hat das Wegstück halt einmal interessiert. Da bin ich noch nie gegangen. Und jetzt erreichen wir die ersten Sonnenstrahlen. Wahnsinn. Da habe ich heute nur bedingt damit gerechnet, weil es eigentlich trüb angesagt ist und ab 1:30 oder 2 soll es dann wieder regnen oder da herum wahrscheinlich sogar nur mehr draufschneiden. Jetzt ist der Moment da, wo wir auf die Straße rauskommen, die von Rettenschöss zum Wandberg hinaufführt. Und da gehen wir jetzt auf der Straße weiter. Man sieht schon, da sind Fahrspuren von einem Auto. Da ist heute ein Pickup, soweit ich gesehen habe, am Liefern, ein weißer. Der ist schon ein paar Mal hin und her gefahren. Aber ganz ehrlich, direkt aus dem Konzept bringt mich der auch nicht, falls er nur mit daherkommt. Im Sommer ist da natürlich deutlich mehr los. Da geht jetzt sogar leicht bergab. Und dann kommen wir an der Stelle raus, da wo es dann links nochmal Richtung Sachrang-Übergang, zeige ich euch gleich noch, und nochmal ein Stück weiter um, kann man nach rechts direkt zum Wandberg rübergehen, so dass man über die Südwestseite hinaufgeht. Das ist im Sommer wirklich eine schöne Runde. Ich zeige euch aber heute den restlichen Weg auf der Straße ab. Wir sehen aufs Wandbergkreuz und gleichzeitig ziehen wir noch Nebelschwaden rauf, wo oben doch die Sonne schon ein bisschen durchkommt. Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Wir kommen schon rauf, wo es eben, wie ich schon gesagt habe, wieder hinübergeht Richtung Sachrang, Richtung Karspitz und außerdem zur Rettenbacher Alm. Da kann man auch einkehren, die haben wir aber jetzt natürlich auch noch zu. Und wir gehen jetzt rechts rauf, weiter Richtung Wandberghütten, und man sieht schon, was es ausmacht, wenn einmal ein bisschen gerammt wird. Da ist es jetzt zwar mit dem Auto zum Rechnen, aber ich muss natürlich nicht mehr stapfen dafür. Ob sie jetzt daneben dazu entscheidet, dass er sich auflöst oder ob er dicker wird, das traue ich mir noch nicht vorhersagen. Aber ich nehme es, wie es kommt. Heute geht es um eine kleine Wanderung in ein paar freie Tage. Und das ist auf jeden Fall bis jetzt schon ganz okay. Wir kommen rauf, wo man schon rechts das Schüttel sieht. Das heißt, eins ist gut, eine ganze Litanei, wo man überall hingehen kann. Und ich gehe heute mit euch gerade auf der Straße. Es schaut so aus, als ob das bis zur Wandberghütten oder Burgalm so gut zum Gehen ist. Und da rechts rüber geht man nicht bloß im Winter die Skitour, sondern auch im Sommer auf dem Wandberg. Ich gehe aber davon aus, dass der Weg heute wirklich nass und dreckig ist, weil da im Sommer auch noch ein paar so Stellen drin sind.
Darum mache ich ihm heute einmal den Weg auf der Straße auf. Schöner zum Gehen kann es fast nicht sein. Nur der Blick zum Geigelstall, der ist weg, wo er normal ist. Und da gerade rüber sehen wir fast ganz auf bis zum Moosberg. Weiter oder mehr ist heute nicht drin. Albino ist der Nevi unterwegs. Wir sind rüber auf den Stall, der zur Wandberghütten dazugehört. Viele Leute wissen gar nicht, dass der Sepp, der alte Wirt, der die Hütten früher jahrzehntelang gehabt hat, dass der in der Früh erst noch einen Haufen Viecher versorgt hat. Und dann war er Wirt. Also eine Art Doppelleben. Mit richtig viel Arbeitseinsatz. Und wir kommen schon rauf zum letzten Durchgang. Dann sind wir an der Burger Alm oder noch ein ganz kleines Stück links rauf an der Wandberghütten. Die Wandberghütten. Da war ich früher oft um. Da geht es gleich, wenn man rechts vorbeigeht, zu der Alm, die mein Onkel früher gepachtet hat und wo er dann letztendlich auch abgestürzt ist. Und ich gehe jetzt zur Burgeralm einmal. Da werde ich eine kleine Brotzeit machen, obwohl die heute noch zu haben. Die machen erst ab Mai auf. Und dann gehe ich noch ans Wandbergkreuz auf. Eine Bank steht draußen. Da muss ich jetzt heute mal selber mitgebrachte Brotzeit essen. Ja, Selbstbedienung, danke. Aber heute noch nicht. Ich gehe jetzt einmal noch rüber Richtung Wandbergkreuz und schaue mal, ob mir zu viel Schnee liegt. Wenn mir recht einsinkt, dann lasse ich es bleiben. Und sonst gehe ich noch schnell auf. Man muss doch ganz schön tief stapfen heute. Aber die Markierungspfosten schauen wir raus. Und es ist ja bloß das Stück da oben über die kleine Kapelle. Und dann dahinter bei den letzten Bäumen sind wir schon und das geht jetzt schon auf. Die letzten Meter muss ich mir heute verdienen. Für das, dass man wahrscheinlich nichts sieht. Sogar dem Hasen ist es blöd geworden. Da hat er umgedreht. Der ist aber bestimmt nicht so eingesungen wie ich. Bloß, wenn man das Ziel vor Augen hat, dann möchte man auch noch hin. Wie man sieht man heute nichts.
Wir stehen am Wandbergkreuz. Rechts von uns war der richtige Wandberg. Lediglich der Blick nach unten ist ein bisschen auf. Das ist die Richtung, wo wir hergekommen sind. Und ich bin ganz froh, dass ich über die Burgalm raufgegangen bin. So gehe ich jetzt wieder runter, weil das kurze Stück als Stapfen ist ganz okay. Es ist narrisch verwahrt und es waren jetzt zwischen 20 cm und teilweise knietief, also so um die 50 cm Stapfen darauf. Darum gehe ich jetzt denselben Weg wieder runter und habe auch wieder ein bisschen was da und habe mir vom Schnee meine Tour nicht vermasseln lassen. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.